Bonjour de France, willkommen auf dem Hexatrek. Wir sind wieder on Trail, diesmal auf dem Hexatrek. Das ist Frankreichs Long Distance Trail, der in den Vogesen startet, wo wir uns jetzt auch befinden, dann über die Alpen bis über die Pyrenäen an den Atlantik nach Hendaye verläuft. Der ist insgesamt 3034 Meter lang. Die werden wir jetzt natürlich nicht an einem Stück laufen. Wir schauen mal, wir haben uns so die ersten 220 Kilometer vorgenommen. Dafür haben wir 9 Tage Zeit und sind heute in Wissembourg gestartet, an der deutsch-französischen Grenze. Dort ist der offizielle Trailhead vom Hexatrek. Und jetzt sind wir schon ein bisschen unterwegs. Das Wetter ist so lala. Ich schätze mal, wir haben keine 10 Grad. Es ist teilweise ein bisschen am Nieseln. Aber wir haben natürlich die richtigen Klamotten dabei. Ja, die nächsten Tage soll Besserung in Sicht sein. Es ist eine herrliche Ruhe. Es ist alles am Blühen. Die Vögel zwitschern. Und wir finden es großartig. Die ersten 9 Kilometer haben wir hinter uns. Wir sind immer noch dabei anzukommen. Dafür ist ja der erste Tag da. Ob alles sitzt, Rucksack richtig gepackt. Und ja, in die ersten Höhenmeter reingehen. Noch ein bisschen an die Navigation gewöhnen. Und ja, die neuen Schuhe müssen auch eingelaufen werden. Und ansonsten erwartet uns eine Wasserquelle. Müssen wir noch Wasser aufnehmen oder eine Fontäne in dem nächsten kleinen Ort. Das sind ungefähr noch 5 Kilometer. Und danach sollten wir noch rund 10 Kilometer haben zu einem möglichen Biwak-Spot heute Nacht. Da haben wir uns ja für die erste Nacht setzen wir uns ja immer ein Ziel, was wir dann erreichen wollen. Und danach planen wir eigentlich immer von Tag zu Tag. Das finden wir am angenehmsten. Hat man auch den größten Abenteuerfaktor, wenn man nicht so genau weiß, was an dem Tag passiert. Genau. Dann würde ich sagen, bis später. Sie befinden sich im grenzüberschreitenden UNESCO-Biosphärenreservat. Oh, das ist doch ganz schön. Finde ich gut. Nette Tafel. Wie bei uns. Ups. So, wir sind jetzt auf dem Krappenfelsen. Wunderschön. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass wir hier schlafen können. Also das ist hier doch alles schon richtig felsig. Und die Wurzeln der Bäume machen sich hier breit. Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir drumherum irgendwas, weil die Aussicht ist hier wirklich der Knaller. Es ist richtig schön. Und die Aussicht, ja, ich habe es schon gesagt, Aussicht tipptopp. Guten Appetit. Die Sonne beginnt gerade unterzugehen. Und hier, vielleicht kann man es erkennen, ist die Burg Fleckenstein. Da werden wir morgen lang gehen, hier entlang am Hohen Fels. Das kennen wir beides auch schon von unserer Tour durch den Pfälzerwald letztes Jahr. Und dort oben, man sieht es jetzt nicht, aber da ist einmal die Burg Hohenstein und auch Burg Löwenstein. Also ist schon ganz nett hier. Also ein besseres Plätzchen hätten wir uns wahrscheinlich nicht suchen können, um hier unseren Abend zu verbringen. Zelt steht jetzt ein bisschen abseits von dem Felsen, weil hier, wie gesagt, doch kein Platz war. Aber kein Problem. Ich denke, da wo wir heute Nacht schlafen werden, haben wir auch unsere Ruhe und können den Tieren der Natur lauschen. Es ist 22 Uhr. Es war jetzt saukalt, also wir mussten echt rein, sonst wären wir erfroren. Thermometer hat angezeigt 6 Grad ungefähr. Aber auf diesem Felsen waren wir doch etwas exponierter und haben da ja unser Abendessen gegessen. Noch einen heißen Tee getrunken.
Und jetzt freuen wir uns auf eine entspannte Nacht, ein bisschen Erholung, sodass wir dann morgen wieder gestärkt in die nächsten Kilometer starten können. Und wir freuen uns schon auf das, was kommen wird. Wir sind gespannt. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Wir sind aufgestanden, wurden von den zahlreichen Vögeln wach gesungen und sind jetzt gerade am Kaffee kochen, ein bisschen die Sachen zusammenräumen. Aber es ist schon wieder geil. Es ist so herrlich hier. Das war ja hier auch unser Abendplatz. Aber auch zum Frühstück ist es ganz nett hier. Ja, super schön. Schlafen haben wir soweit, ja, okay. Die erste Nacht ist meistens immer ein bisschen schwieriger. Aber wir fühlen uns zumindest schon so halbwegs bereit für die nächste Etappe. Der zweite Kaffee muss noch rein und dann sieht die Welt wahrscheinlich noch mal ein Stückchen besser aus. Aber Sonne ist schon mal super, nachdem es gestern den ganzen Tag bewölkt war. Freuen wir uns jetzt auf Sonnenstrahlen. Obwohl es auch ein bisschen windiger ist und es ist jetzt halt wirklich noch arschkalt. Ich glaube, ich weiß nicht, 6 Grad, 4 Grad. Ja, aber ich glaube, der Tag bringt noch ein paar höhere Temperaturen, von dem her lassen wir uns überraschen. Wir haben ungefähr 1,5 Kilometer hinter uns von unserem Biwak-Spot am Krappenfels, glaube ich, ne? Ja. Hier zur Fleckstein Castle und da gibt es auch eine Café und Souvenirshop und sonstige Dinge. Die haben noch alle geschlossen. Wir konnten dort auf Toilette gehen, Wasser auffüllen, haben noch gefrühstückt und jetzt ist es ein paar Minuten vor 10 und jetzt starten wir den Tag. Schade. Gesperrt. Château de Frönsburg. Montmartre à Notre-Dame, un monde entier sommeille. Un premier rayon de soleil illumine les quais de Seine. Une pause, café crème, on se remet de la veille. Il n'y en a pas de pareil, le Paris-Village s'éveille. Es ist 1:45. Wir haben jetzt 16 Kilometer hinter uns und ja, der Schlafmangel kickt rein, darf man sagen. Also Energielevel ist nicht gerade hoch, ist aber auch relativ normal am zweiten Tag. Wir gehen jetzt gerade oder sind auf dem Weg zur Ruine Windstein. Ist dann doch auch mal die etwas andere Burgruine. Ja, ist quasi nichts mehr drin. So, wir sind jetzt an der Ruine Schloss Windstein. Haben gerade eine kurze Pause gemacht und so sieht das hier aus. Also eigentlich, ja, ganz schöne Sache. Nicht ganz so alt, es gibt noch eine zweite, die ist noch ein bisschen älter. Aber ja, man kann es ja ganz gut aushalten. Und zum Pause machen auf jeden Fall ein gutes Örtchen. Und wir sind jetzt schon über 20 Kilometer gelaufen. Und es ist gerade mal, ich glaube, kurz nach 3. Also wir haben eigentlich noch genug Zeit für noch weitere 10. Aber wir sind tatsächlich schon ein bisschen kaputt und müssen jetzt mal gucken. Wir arbeiten uns jetzt Stück für Stück vorwärts. Gehen jetzt erstmal in den nächsten Ort. Ich habe vergessen, wie er heißt. Niederbronn, Oberbronn. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gibt es da Wasser, gegebenenfalls auch die Möglichkeit für einen Supermarkt. Und dann gucken wir mal weiter. Wenn wir es nicht bis dahin schaffen, gibt es vielleicht vorher eine gute Möglichkeit zum Schlafen. Wir haben auf jeden Fall erstmal Wasser dabei, um auch über die Nacht zu kommen. Und alles Weitere ergibt sich Stück für Stück.
Finale Meter nach Niederbronn. Der Supermarkt ist quasi in Reichweite. Der Hikerhunger hat zugeschlagen. Wir haben schon die wildesten Fantasien, was wir jetzt alles Tolles im Supermarkt kaufen können. Wir gucken mal. Weg ist jetzt leider so eine Straße, aber geht zumindest etwas schneller. Und nach dem Supermarkt stehen noch mal etwa 5 Kilometer auf dem Plan. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Es ist jetzt 17:30 Uhr. Also weitermachen. So Freunde, wir sind da am Spot für die heutige Nacht. Es ist ganz schön, es ist eine alte Ruine und ja, wir haben hier genug Rasenfläche, relativ eben, dass wir was finden können. Und hier ist auch nochmal so ein kleines Chateau, Ruine, das müssen wir uns mal angucken. Da waren wir jetzt auch noch nicht drin. Ja, auf jeden Fall sind wir geschafft. Das waren heute 35 Kilometer und jeweils 1300 hoch und runter. Also doch ordentlich viel. Wir sind auch fix und fertig. Wir hatten ja jetzt gerade noch eine kurze Pause gemacht in Niederbronn, waren im Supermarkt, haben uns Baguette und diverse Sachen zum Belegen gekauft und da erstmal gegessen, weil es gab heute auch den ganzen Tag unterwegs gar nichts. Also kein Café, kein Restaurant, kein nichts. Also das Einzige, was wir hatten, waren Wasserquellen. Das heißt, damit waren wir immer gut versorgt, aber zu essen gab es nichts und deswegen waren wir jetzt ganz schön ausgehungert, haben jetzt schon mal was gegessen, sind noch die letzte halbe Stunde bis hier hochgegangen und werden jetzt spotten, wo genau wir unser Zelt aufstellen und dann nochmal richtig kochen und Abendbrot essen. Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs. Wir sind 7:45 gestartet von unserem Nachtspot. Und wir haben da gestern noch einen schönen Abend verbracht. Wir waren leider nicht allein. Als wir angekommen waren, kamen noch 2 Mountainbiker und später noch mal ein paar Wanderer. Ansonsten haben wir nach der Anstrengung dann noch gemütlich gesessen, noch mal gekocht und die Natur genossen. Wir haben gestern super schöne Tiererlebnisse gehabt, oder Erlebnisse ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir haben ganz viele verschiedene Spechtarten gesehen und gehört. Schwarze Specht, Grünspecht, Mittelspecht, ein Gespecht den ganzen Tag und das war total schön. Ansonsten sind wir durch sehr viele schöne grüne Buchenwälder gegangen und das Grün, jetzt, es ist ja April, wo gerade alles blüht, ist echt ganz, ganz toll. Ja, darüber hinaus war der Tag halt sehr, sehr anstrengend. Und wir hoffen mal, dass wir heute besser am Tritt sind und dass wir heute einen schönen, abwechslungsreichen Tag haben werden. Die Nacht war im Vergleich zur letzten deutlich wärmer, um die 10 Grad. Und erfreulicherweise heißt das, wir hatten heute früh ein komplett trockenes Zelt, worüber wir uns natürlich mal besonders freuen. Und haben auch insgesamt ganz gut geschlafen. Also war eine tipptopp Nacht. So kann es weitergehen. So, es ist jetzt
12:30 Uhr. Es ist frisch geworden. Die Sonne ist gerade weg. Der Himmel ist wolkenbedeckt. Und der Wind zieht hier durch die Baumkronen. Also gerade ein bisschen frisch. Aber macht nichts. Wir machen weiter. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Lichtenburg. Das ist auch wieder eine Ruine oder ein Schloss. Man weiß es nicht genau, wir werden es sehen. Und dort in der Nähe wird es auch eine Wasserquelle geben, weil wir sind nämlich so gut wie leer gelaufen. Alles, was wir gestern noch auffüllen konnten am Marché, ist dann jetzt fürs Abendessen Kaffee, Müsli und für das normale Wasser, was wir trinken, draufgegangen. Deswegen brauchen wir Nachschub. Und wir hoffen, dass wir fündig werden. Quelle haben wir gefunden. Klein, aber fein. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich denke mal, wir wollen so an die 4 Liter aufnehmen. Naja, wir haben ja Zeit, kein Problem. Ja, wir müssen ja bezahlen, wir müssen Geld reintun. Ach so, Einkaufswagen. Perfekt. Ach so, steht da schon. Okay. Ja, warte. Ja, Hast du jetzt beides? Nee, ich muss nacheinander bezahlen. Ah, okay. Präsentiert der Karte. Vielleicht auch mit einer echten Karte. Okay, wir machen das mit einer echten Karte. Vielleicht ist es besser. Perfekt. Klingt gut. Yeah. Was ist es? Eine Rosinenschnecke oder so ähnlich. Rosinenschnecke? Rosinenbrot? Guck mal. Eine Rosinenschnecke. Perfekt. Also, das, mal gut. Das hat schon mal gut geklappt. Cool, für 1,20? Ja. Mensch, das ist der halbe Preis über uns. Und im Baguette. Perfekt. Und? Perfekt. Boah, sehr, sehr gut. Und machen wir jetzt mit der Pizza weiter? Was gibt's denn? So, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir in dem kleinen Ort Lichtenberg einen Automaten gefunden, wo man frische Backwaren kaufen kann. Dort gibt es ein großes Restaurant, das war auch komplett zu am Ostersonntag. Da war alles besetzt, sonst hätten wir gerne einen Kaffee getrunken dort. Ja, und deswegen haben wir jetzt schnell da eine Rosinenschnecke uns gegönnt und ein Baguette. Und jetzt geht es weiter nach Wimmenau, das ist der nächste Ort. Jetzt müssen wir nur ein bisschen gucken, wie es mit dem Wetter wird. Es ist jetzt Regen vorhergesagt in der nächsten Viertelstunde. Vielleicht haben wir ja Glück und zieht vorbei. Ja, geregnet hat schon ein bisschen. Jetzt haben wir uns entschlossen, mal weiterzugehen. Ist gerade trocken. Noch 3-4 Kilometer. Dann hätten wir ein Örtchen eventuell, wo wir unser Zelt aufschlagen. Und so wie der Himmel aussieht, sollten wir das auch bald tun. Und Regensachen wieder aus? Regensachen wieder aus. Wie lange hast du die eigentlich angehabt? Ja, vielleicht 20 Minuten, wovon es 2 Minuten geregnet hat. Wir haben den Platz für heute erreicht, haben schon das Zelt aufgebaut, sind schon am Kochen, frisch, so gut es geht, gewaschen, umgezogen.
und genießen jetzt gerade hier unseren wirklich tollen Platz. Das ist so eine Wiese umgeben von Bäumen. Also ganz schön, die Vögel zwitschern und auch die Rehe bellen. Wir sind gespannt, wie es heute Nacht wird. Wir hoffen, wir können schlafen, aber wir denken schon, es ist auf jeden Fall super idyllisch hier. Und haben heute 32 Kilometer rumgebracht, fast 33, mit 1000 Höhenmetern hoch und runter. Also mal wieder ein ordentlicher Ritt, aber glücklicherweise war es heute etwas besser oder beziehungsweise wir haben es einfach besser gemeistert als gestern. Das heißt, wir waren nicht ganz so kaputt, sind besser vorwärts gekommen. Hatten auch ganz schöne Trails heute, einige Single-Trails, ein paar breitere Wege, aber immer eigentlich den ganzen Tag durch viele Buchenwälder und Nadelwälder. Also wunderschön. Einige Ruinen, an denen wir vorbei sind, aber heute nicht so viele. Hatten ein bisschen kurze Regenpause eingelegt, heute Nachmittag eingelegt an der Bushaltestelle, weil es hat wirklich alles geschlossen. Hier ist ja heute Feiertag. Aber wir haben, glaube ich, das Beste draus gemacht. Da ein bisschen uns aufgehalten, gestärkt und ja, sind dann die letzte Stunde bis eben hierher gelaufen. Oder 1,5 Stunden waren es, glaube ich. Highlight auf jeden Fall der Baguette-Automat. Da hatten wir Spaß dran. Die einzige Möglichkeit, heute überhaupt irgendwas zu essen zu bekommen. Und ja, ich denke, so kann es weitergehen. Die Wetteraussichten für morgen sind deutlich schlechter. Wir wissen noch nicht genau, wie schlecht oder was das dann für uns bedeutet. Aber ja, morgens soll es noch trocken sein. Das heißt, wir gehen erstmal los und gucken dann, was der Tag bringt. Genau. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Dann wünschen wir eine gute Nacht. Ciao, ciao. Morgen. Es ist 7 Uhr, glaube ich, mittlerweile. 15. 7:15 Uhr. Wir sind soweit, ich glaube, naja, ausgeschlafen, halbwegs. Aber es regnet. Das war irgendwie so nicht angesagt. Deswegen sind wir auch noch nicht so richtig motiviert aufzustehen. Wir müssen jetzt auch erstmal einen Plan machen, weil es den ganzen Tag über regnen soll. Immer wieder mal. Ja, und irgendwie ist das Zelt nass und ist der Schlafsack nass und ja. Naja, wir gucken mal. Aber es fängt gerade schon wieder an zu regnen. Naja, aber immerhin, also die Aussicht ist doch ganz nett. Ja, und vor allem, das beschlägt ja auch alles. Das ist ja der Wahnsinn. Naja, gut. Ist wie es ist. Wir machen uns mal fertig. Und wir machen uns einen Plan und dann sehen wir uns später. Le Paris village s'éveille dans les bistrots, les cafés, on n'en finit pas de flâner. C'est le Paris cinéma, celui qu'on aime, toi et moi. De l'île de la Cité à Saint-Germain-des-Prés. Wir haben gerade Le Petit Pierre verlassen, wundervoller Name, und waren dort in einem Hotel im Les Trois Roses und konnten dort 2 heiße Kaffee trinken und noch die Reste vom Frühstücksbuffet ergattern, was ganz genau ein Schokocroissant und ein halber Kuchen war. Mehr gab es nicht mehr, aber wir nehmen alles, was wir kriegen können. Im Zweifel auch die Reste vom Nebentisch. Und ja, haben das da genossen, konnten uns ein bisschen aufwärmen. Die ersten 1,5 Stunden, die wir unterwegs waren, hat es wirklich so viel geregnet. Und es war so kalt, dass die Pause auf jeden Fall mehr als nötig war. Und jetzt hat es zum Glück aufgehört zu regnen. Die Wolken sind auch ein bisschen aufgebrochen. Es gibt sogar minimalen blauen Himmel. Also mehr, als wir bis jetzt erwartet hatten.
und haben jetzt als nächstes Ziel in 8 Kilometern Grautal. Und das ist jetzt erstmal das nächste angestrebte Ziel. Danach könnte es wettertechnisch auch schon wieder schlechter werden. Wir gucken mal, Stück für Stück, immer weiter. So wird das klappen. Kurze Pause ist vorbei. Wir haben Les Trois Roches wieder verlassen. Wir haben das richtig gut abgepasst, weil während wir in einem kleinen Café-Restaurant saßen, schien die Sonne, es war trocken und jetzt sind wir wieder unterwegs und es hat wieder angefangen zu regnen. Ja, also alles richtig gemacht, nicht. Wobei die Pommes, die wir gerade gegessen haben, die haben sich gelohnt, die waren total lecker. Ja, und auch der Weg bis dorthin, der war super schön. Das Wetter ist da auch etwas besser geworden. Die Sonne kam sogar ein bisschen raus und hatten einige Höhenmeter wieder zu überwinden. Aber doch sehr schöne Pfade und Wege, die wir gelaufen sind. Und jetzt sind wir auch schon, naja, auf dem finalen Pfad zu unserem heutigen Ziel. Das ist Saverne. Und dort haben wir eine Übernachtung gebucht. Und jetzt gucken wir einfach mal, was der Weg so bringt. Und vor allem das Wetter. Also übrigens, Wetter-Apps kann man getrost vergessen. Eigentlich ist immer das Gegenteil. Das Gegenteil. Immer das Gegenteil. Also heute ist es absolut genau das Gegenteil. Ja, man kann gar nichts planen. Und vor allem, also es macht gar keinen Sinn, irgendwo zu warten, weil man weiß, dass es in einer halben Stunde anfängt zu regnen und das abwarten will. Weil im schlimmsten Falle regnet es dann nämlich nicht, sondern erst 2 Stunden später und man sitzt umsonst irgendwo in der Ecke. Also die richtigen Klamotten an und einfach mal weitermachen. Aussitzen ist nur in den geringsten Fällen die richtige Option. So, für uns sind es jetzt noch 2 Kilometer bis Saverne, wo wir uns ein Hotelzimmer gebucht haben. Duschen ist eine gute Idee und außerdem ist Schlafsack und Zelt pitschnass. Dann nutzen wir das, da der Abstieg in den Ort reinführt. Und ja, die letzten 10 Kilometer, nachdem wir die leckeren Fritten und eine Cola hatten, waren jetzt nicht so berauschend. Klar war rechts und links zwischendurch mal wirklich schöne Waldabschnitte mit einer tollen Stimmung, aber im Ganzen ist es alles Waldautobahn, also Forststraße und nicht der Rede wert. Wir sind gleich da. Yay!